Sisters, I wanna dance. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop. Hallo liebe Begeisterte. Heute zeige ich euch, wie ich den Schnitt für diesen Kimono gemacht habe. Meinetwegen auch Morgenmantel oder wenn man im Schwimmbad ist, kann man den auch drüber ziehen, wenn man dann ins Restaurant geht. Ja, und zwar habe ich einen taillierten Oberteilschnitt genommen. Das bedeutet, der hat einen Brustabnäher und auch 2 Schulterabnäher. Ich habe mir das ganz einfach gemacht fürs Nähen. Ich habe diese vordere Kante nach außen umgeklappt, die Nahtzugabe, und habe sie dann mit so einem Coverlock-Stich und einem hübschen bunten Garn verziert. So ein Garn. Ja, und das habe ich auch an den Nähten gemacht von den Ärmeln. Ja. Ich habe den Ärmel geteilt, da habe ich ihn auch bunt abgesteppt. Genau. Für das Rückenteil habe ich dann noch einen Beleg für den Ausschnitt konstruiert. Ja, und zu guter Letzt habe ich mir noch einen Gürtel zurechtgeschnitten. Also die fertige Breite sind jetzt 4 cm und ich habe es auch verziert, die Kante mit dieser bunten Coverlock-Naht. Einmal auf dieser Seite und auch auf der anderen Seite. Dann ist es egal, wenn ich den einfach greife und umbinde, dann ist auf jeden Fall immer so eine bunte Kante zu sehen. Ach ja, das war doch nicht das Letzte. Ich habe an die Taillenseite noch Gürtelschlaufen angenäht, damit der Gürtel nicht abhanden kommt. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie ich die Schnittaufstellung gemacht habe. Zu Beginn habe ich meine Schnittteile kopiert. Und zwar so, dass ich in der vorderen Mitte 10 cm habe stehen lassen vom Blatt und an der Seite, am Vorderteil wie auch am Rückenteil, ein bisschen Platz gelassen habe, so 5 cm ungefähr. Der Ärmel, der wird komplett ausgeschnitten. Das ist ein mäßig weiter taillierter Oberteil-Grundschnitt. Also weder ganz eng noch total lässig weit. Und der hat auch einen passenden Ärmel mit einer etwas höheren Ärmelkugel als zum Beispiel bei einem Sweatshirt. Also ein Sweatshirt-Schnitt zu benutzen ist ungünstig für die Konstruktion. Natürlich könnt ihr auch ein Schnittmuster benutzen, ein mäßig weites, was jetzt kein Schulterblattabnäher bzw. Brustabnäher hat. Gut. Wegfallen tun hier sowieso die Taillenabnäher. Die brauchen wir nicht, denn der Kimono soll ja auch ein bisschen gerafft werden in der Taille. Dann geht's los mit der Konstruktion. Beginnen tue ich mit dem Rückenteil, denn bei meinem Schnittteil muss ich erstmal den Schulterblattabnäher zulegen, weil der dann sonst im Weg ist. Das mache ich, indem ich den einschneide. Dann einfach zur hinteren Mitte. So, dann kann ich den erstmal verschwinden lassen. Gut. Dann messe ich hier von dem Schulterpunkt 1,5 cm nach oben. 1,5 cm. 1,5 cm nach oben. Und hier am Achselpunkt 3,5 cm nach außen. 3,5. Und da wird dann so bis zur Taille ungefähr eine Hilfslinie angemerkt.
Dann benenne ich den Punkt mit A wie Achsel und die Taille mit T, denn es ist notwendig, die Strecke von A nach T zu dritteln. Das bedeutet 1/3 von Strecke A bis T. Bei mir waren das jetzt 5,7 cm, die von A angemessen liegen die ungefähr hier. Das könnt ihr sehen. Wenn ich hier meinen Stift hinhalte, sieht man schon, dass es 1/3 ist. So, dann kommt der Ärmel in Aktion. Das ist mein vorderes Ärmeleinsetzzeichen und der Schulterpunkt. Ja, und manche Schnitte haben das rückwärtige, aber das ist jetzt egal. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, welche Seite vorne und welche hinten ist. Jetzt wird die rückwärtige Ärmelhälfte angelegt. Und zwar auf dieser Linie, auf dieser Hilfslinie. Und mit dem Schulterpunkt hier oben an den Schulterpunkt. So, und dann drehe ich das hier so auf die Hilfslinie. Ich zeige euch das mal. Ja, dann kann man schon mal sehen, wie ungefähr der Ärmel hier so, was der so für einen Winkel bekommt. Und um das jetzt aufzuzeichnen, werde ich erstmal ein Stück Papier ankleben. Das habe ich schon mal vorab ein bisschen vorbereitet hier. So. Okay, nochmal. Schulterpunkt des hinteren oder rückwärtigen Ärmels auf den Schulterpunkt legen und hier diese Ecke auf die Hilfslinie. Dann, also die Ärmelmitte habe ich mir markiert, die ist wichtig, das müsst ihr auch noch machen, das habe ich vergessen. Hier einen Punkt einzeichnen und hier einen Punkt einzeichnen. Die Ecke. Das wird jetzt ganz einfach gemacht. Und zwar vom Halsloch aus zeichne ich über diesen Punkt hier, wo ich die Schulter angehoben habe, bis zum Ärmelsaum. Und jetzt kommt dieser Punkt dran. Hier wird nämlich die untere Ärmelnaht eingezeichnet an dieser Stelle. Nun fehlt hier nur noch die Rundung. Und da messe ich von diesem Punkt aus 6 cm in diese Richtung. Da lande ich hier. 6. Und einmal hier runter, das wäre dann bis da. Ja, dann kann ich mir jetzt hier bei meinem kleinen Schnittteil hier so mein Gewicht nehmen und einen Bogen zeichnen. Natürlich kann man das bei dem großen Schnitt mit etwas Größerem machen, also mit so einer Rolle oder einer Schüssel oder freihand oder mit Kurvenlineal. Somit ist das rückwärtige Teil schon fast fertig. Natürlich ist der Kimono nicht nur hüftlang, wie jetzt mein Blusenschnittteil. Ich habe das dann noch mit einem Stück verlängert. Das zeige ich dann zum Schluss nochmal, wenn ich alles ausgeschnitten habe. Also mein Kimono hat eine Länge ab Taille Richtung Knie von 60 cm. So, dann kommt das Vorderteil ran. Für die Konstruktion ist der Brustabnäher im Weg, deswegen werde ich den jetzt auch erstmal verlegen.
Und zwar habe ich den so ungefähr 2 Zentimeter vor der Taillenhöhe enden lassen. Das heißt, ich schneide das jetzt hier ein. Einmal zulegen. So. Dann wird dasselbe gemacht wie am Rückenteil. Hier kommt ein Punkt hin in 1,5 cm Abstand zum Schulterpunkt und an dieser Stelle nach außen auch wieder im Abstand von 3,5 cm wird eine Hilfslinie eingezeichnet. Dann kommt jetzt wieder der Ärmel zum Einsatz und dazu werde ich vorher erstmal ein Papier drunter kleben. Jetzt gucke ich nochmal beim Rückenteil, in welcher Höhe hier mein Ärmel, als ich den angelegt habe, hier auf die Hilfslinie gestoßen ist. Denn diesen Abstand, den muss ich aufs Vorderteil übertragen. Bei mir ist der hier sehr klein, das sind nur 2 Zentimeter. Das kann sein, dass es bei euch anders ausschaut, wenn ihr zum Beispiel einen Ärmel habt, der eine deutlich größere Ärmelkugel hat, also eine höhere. Dann ist der Abstand da oben breiter und dann rutscht die Ecke hier unten weiter runter. Aber das ist eigentlich egal, also ihr könnt den Betrag einfach übernehmen. 2 Zentimeter. Das bedeutet von hier nach hier 2 Zentimeter. Dann nehme ich mir wieder meinen Ärmel. Das ist die vordere Hälfte. Und diesmal lege ich das Ganze, also den Ärmel umgekehrt an. Ich beginne hier unten an dem Punkt mit der Spitze und gehe mit der Ärmelkugel hier an den Schulterpunkt, ungeachtet, also den Punkt hier oben lasse ich links liegen. So, und dann markiere ich mir hier am Ende wieder meine Ecke und die Mitte des Ärmels. Ja, durch Zufall läuft meine Linie jetzt direkt durch diesen 1,5er Punkt. Das ist nicht immer so. Wie gesagt, das kommt dann auf die Ärmelform drauf an. Ärmelsau. Und zum Zeichnen der unteren Ärmelkante fehlt mir noch ein Maß aus dem Vorderteil. Und zwar war das 1/3 von A nach T. Bei mir waren das 5,7 cm, die ich hier dann auch nochmal abtragen muss. Die liegen auf dieser Höhe. Also lasst euch jetzt nicht irritieren von dem übrig gebliebenen Strich des Brustabnähers. Also dieser Punkt ist unabhängig davon. Es kann durch Zufall genau darauf landen, je nachdem, wie euer Schnittmuster aussieht oder halt auch weiter entfernt sein. So, und jetzt fehlt auch hier nur noch die Rundung. Ich messe wieder von diesem Punkt 6 cm nach unten. Das ist hier. Und dann nehme ich mir noch mal mein Teil, mit dem ich die Rundung gezeichnet habe, und mein Vorderteil. Denn ich mache mir jetzt Markierungen hier drauf von dem Bogen, von wo bis wo der geht am Vorderteil. Ich hoffe, man kann das auf dem
Gleichgewicht sehen. Hier und hier die Markierung, damit ich weiß, wie lang die Strecke sein muss. Dann lege ich die eine Markierung hier an und dann gucke ich, wo ich hier am Arm, am Ärmel hier drauf treffe, zeichne den Bogen ein und mache mir hier auch nochmal einen Strich. So, dann sind beide Bögen gleich lang. Jetzt muss ich nur noch die Länge bis zum Ärmelsaum, dem Rückenteil, anpassen. Diese Länge hier beträgt 41 cm. Und das übertrage ich jetzt hier. Ich habe das schon mal vorher angemerkt, 41 cm gehen bis hier. Also von hier bis hier sind es 41. Dann verlängere ich jetzt einfach meinen Ärmel bis dahin. Das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, diese Schräge. Aber sonst würden die Ärmel nicht zusammenpassen. Das heißt, das hier ist jetzt meine neue Saumlinie. So. Dann kann man noch mal kontrollieren, wie die Ärmelweite ist. Das ist jetzt hier in dem verkleinerten Schnitt bei mir so 5,5 cm und unten die Linie ist auch ungefähr 5,5 cm. Also damit die Ärmelsaumweite nicht kleiner wird. Wenn jetzt euer Strich sehr viel weiter nach da geht, dann könntet ihr überlegen, ob ihr diese Linie hier oben ein bisschen anhebt, dass hier noch ein bisschen mehr Ärmelsaum weiter entsteht. Ich muss das jetzt erstmal nicht tun. Jetzt wird noch der Ausschnitt neu gestaltet. Das heißt, an das Vorderteil kommt ein Stück Stoff ran. Ich habe dafür 6 cm gewählt. Zeichne ich mal an. So, 6 cm. Und dann habe ich einfach vom Schulterpunkt bis auf Taillenhöhe einen Strich gezogen. Also Taillenhöhe ist hier. Also hier habe ich jetzt nicht genau den Schulterpunkt genommen, weil mein Ausschnitt so eine Kurve macht. Dann gehe ich also an den Ausschnitt ran. So. Und habe eine Linie bis darunter gezogen. Mit diesen 6 cm hier vorne an beiden Vorderteilen hat man dann einen Überstand, also wo die Stoffe so übereinander kommen, von 12 cm. Wenn ihr mehr haben wollt, macht das einfach breiter. Also das sind 6. Natürlich muss das Vorderteil ab der Saumkante auch noch mal verlängert werden. Und wie gesagt, beim Rückenteil hatte ich ab Taille bis zum neuen Saum dann 60 cm. Jetzt schneide ich die Schnittteile erstmal aus. Der Brustabnäher wird jetzt noch mit Papier unterlegt und richtig gefaltet und zurechtgeschnitten. Das zum Vorderteil. Ich habe da übrigens die Verlängerung schon rangeklebt und jetzt
beim Rückenteil fehlt noch, dass ich den Schulterblattabnäher wieder zurücklege. Also deswegen habe ich hier vom Ärmel das noch nicht abgeschnitten. Ich kann das jetzt hier wieder aufmachen. So, dann habe ich das jetzt wieder befestigt. Und hier den werde ich auch mal zukleben noch. Auch hier habe ich inzwischen die Verlängerung vorgenommen. Dann bleibt jetzt noch der Besatz. Da nehme ich vom Schulterpunkt in die Richtung 3 cm und in der hinteren Mitte 7 oder 8 und ziehe jetzt einfach hier so einen Bogen. So, schon mal 3 und 8 cm. Das ist das Schnittteil, was ihr für den Besatz dann nochmal in Papierform rauskopiert. Im Bruch in der rückwärtigen Mitte. So schauen jetzt die fertigen Schnittteile aus. Und für den Gürtel habe ich 1,60 m mal 10 cm Breite zugeschnitten und dann zusammengenäht, halt ein Schlauch. Wobei 160 ging jetzt nicht im Stück, ich habe es geteilt. Und für die Gürtelschlaufen zwei kleine Stoffstücke in 7 mal 4 cm. Dann zeige ich euch nochmal den Besatz. Hier hinten am Rückenteil, am Halsausschnitt. Hier ist der Besatz. Hier ist mein Schulterblattabnäher, den habe ich hier auch bunt abgesteppt und den Besatz habe ich innen bunt festgesteppt. Ja, und genau, die Gürtelschlaufen, die habe ich auch verziert. Die kommen dann direkt hier über die Taille, halbe. Und des Weiteren habe ich den Saum bunt versäubert mit der Overlock-Maschine und dem bunten Garn und auch die Seitennähte, also innen wie außen hat er bunte Nähte. Ja, mich würde mal interessieren, ob es euch gefallen hat und ob ihr das habt umsetzen können. Und ja, über ein Abo und ein Like freue ich mich natürlich auch. Dann sehen wir uns das nächste Mal.